Wo willst du hin? Weiß nicht. So, Freunde, Mission Ride 2026. Herrlich. Der erste steht da. Wir sind in Spanien. Wir haben wunderschönes Wetter. Schauen wir das an. Wir sehen direkt aufs Meer. Und wir haben ein riesengroßes Problem. Und mit dem herzlich willkommen zu Also der Marlon hat ein riesen Problem. Jedes Mofa da müsste jetzt auf uns. Spanien? Ja. Doppel! Ajo. Das Problem. 100 Meter entfernt von der Wohnung. Von hinten jetzt zu mir. Hanne. Wir haben den Mission Ride ins Leben gerufen, weil wir das Gefühl haben, dass wir seine Träume ausleben sollten. Uns alle beim Mofa-Kult verbindet Sehnsucht nach einer guten Zeit. Nach Freiheit, Gemeinschaft und Momente, die bleiben und echt sind. Nicht einfach nur Töffel fahren, sondern in dem Land, wo wir sind, etwas zu bewegen und mit diesen Leuten in Kontakt zu treten. Alemania. Wir teilen, was wir lieben und schenken dem einem Menschen ein Stück Crew. Nehmen das Töffli mit heim, wo für Land, Crew und Erinnerung steht. Wir beim Mofa-Kult meinen das ernst. Wie viel Wetter haben wir? 28. Mission Rides finden auf Arbeitszeit statt, und zwar aus Überzeugung und mit Herz. Nebst der festen Rolle hat es für alle, die richtig Bock drauf haben, auch noch Wildcards. Wir leben die Mofa. Mit jedem Kilometer und mit jedem Ride. Unser zweiter Mission Ride führt uns nach Island, Bulgarien, natürlich nach Spanien. Wunderschöne Küstenstraßen und ab in die Berge bis zu den Pyrenäen. Das mal mit von der Partie. Die bekannten Gesichter wie Roman Del, der Roger natürlich, Armin Lang. Ich bin dabei. Wir haben das mal dabei gehabt, den Sick als Schraubergott. Kauer. Der Stenz von unserer Firma, der natürlich auch sehr viel hat müssen schrauben. Wir haben die erste Frau von der Firma dabei gehabt, Andrea, ein Pleasure gewesen. Der Scooter Florian war dabei gewesen. Immer voll machen. Nochmal ein Neuzugang von unserer Firma, der Lele. Und wir hatten noch einen Auswärtigen gehabt, und zwar den Marlon. New Kids Marlon war auch mit von der Partie gewesen. Mission Ride 2026 in Spanien. Es gibt nur eins zu sagen. Na gut. Let's go! Schweiz 26 hat sehr gut angefangen. Zuerst ist mal ein Helm vergessen worden. Darum sind wir einige gepostet, 10 Kilometer etwa, mit den Schnäpperli losgedüset. Und die Heimfahrt hat's dann, für die Heimfahrt hat es nicht mehr gelangt. Du hast rumgeschaut wie in Ich Irre. bin nicht dabei gewesen. Ich habe nichts kaputt gemacht. Jedes Mofa da müsste jetzt auf uns. 2, 1. Überbrücken vom Mofa ist natürlich nur möglich, wenn man ein Mofa-Überbrückungskabel dabei hat. Die Geschichte mit dem Überbrücken, das ist tatsächlich von mir ausgekommen. Die habe ich dort, das war ein Blitzgedanke, oder? Wahnsinnig schlau. Aber ich sage es so, wie es ist, wenn der Sieg dir sagt, jetzt wird das Mofa überbrückt, dann glaubst du, dass es dem Schrauber geht und probierst einfach. Also. Natürlich grundsätzlich ein absoluter Bullshit, aber es war eine unheimlich lustige Szene gewesen. Und wir haben natürlich das Massenthema haben wir völlig vergessen. Die Masse haben wir dann gemacht, Elias Sieg, einmal quer durch. Irgendwie hätte es können funktionieren oder es kann funktionieren, aber es ist eigentlich nur durch. Ich kann es auch so sagen, ich Marlon. habe keine Panne. Nein. Aber ja, wir haben den ganzen Abend, die ganze Nacht innen noch geschraubt. Und wenn du dich einmal 180 Grad drehst, wunderschönes Boni Cross und hinten dran, Dem ist ein schönen Stuhl. Problemfall. Ja, wir da haben fehlt ein Zylinder. leider, der Kolbe ist nicht mehr da, gell? Nein. Der Roman kann das sicher einblenden. Wir haben am Kolbenboden ein Loch und das nach 15 Kilometer vielleicht. 20 Kilometer. 20. Ja, eigentlich ein kompletter Ausfall, Totalschaden. Wir haben weder Zylinder noch Kolben Ja. da. Aber Das ist wir ja können zu uns ja geil, nicht oder? aus der Ruhe bringen. Und Der ist haben zu geil. Airsal ausfindig gemacht. Wir sind hier in Spanien. Wir haben die Ehre, Roger und ich, wir stehen in dem Werk von Airsal. Der Krigi, der geile Typ, hat uns organisiert, dass wir ins Ersalwerk, das gerade um die Ecke war, Und es fühlt sich schon fast gestellt an. Es fühlt sich echt schon fast gestellt an. Weil geil. der Roger und der gibt's Nö, gar die sind nicht. unterwegs. Und so wie es aussieht, bringen wir es an, dass wir einen Ersatzkolben oder einen Ja. Ersatzzylinderkit sogar Ich überkommen. befürchte, sie kommen zurück mit so einer Kiste. Airsal hat uns ausgeholfen, Merchandise, 2 Zylinder-Kits. Wir sind ultra dankbar. Wir waren bei Airsal, ein Lebenstraum ging in Erfüllung. der Armin und ich haben sogar eine Privatführung im Ersalwerk bekommen. Wir haben gesehen, wie Zylinder hergestellt werden, wie Kolben hergestellt werden. Wir haben 2 Ersatzzylinder bekommen von Ersal, die wir am Marlon am gleichen Tag montieren können. Ja, es sieht so aus, als könnten wir tatsächlich heute nicht ganz geplant starten, aber mit sehr viel Schrauber-Action und mit Es ist vielen noch Namen. 11 und wir hoffen immer noch, dass sie sich mal endlich kommen. Der Marlon begleitet uns auf dieser Tour. Da sind wir natürlich froh, haben wir so erfahrene Easy Rider dabei, oder? Das ist meine erste Mofa-Tour generell, ja. Okay.
Du musst dir vorstellen, viele Menschen werden alt, bevor sie 20 Minuten mit dem Sikko Mofa fahren können. Also das ist schon mal sehr, sehr geil, oder? Und dann aber grad ich sag mal, die 20 Minuten, die haben schon so einen Vorschlag gegeben. Ich glaube, das kann nur gut werden. Das wird gut. Stimmen die Dinge sauber ab, das ist halt einfach wirklich nicht zu unterschätzen. Ja. Und jetzt sehen wir es, das ist jetzt wirklich, ich habe es noch nie gehabt. Du auch noch nie, nein, wirklich noch nie. Das Cold, das durchbrennt ist, es braucht viel, ja. Es braucht wirklich viel. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt nichts, was es nicht gibt, wir sind auf dem Mofa-Tour, wir geniessen es. Willkommen auf der Tour, ja, so ist es immer. Willkommen im Mission Ride. So Freundinis, wir haben es geschafft und zwar hat Ersal uns die Zylinder zur Verfügung stellen und der Flo, mit seinen zarten Händchen, wird jetzt da gerade das Zeug aufziehen. Flo, wie fühlst du dich? Ich fühle mich leicht. Also, wir machen jetzt hier ein bisschen Teamwork. Elias macht gerade die Dichtfläche noch immer fettfrei. Kolbe ein bisschen eingeölt, Kolbenring schon eingesetzt. Die Dichtung schon eingeölt. Ja, Freunde. Ist tatsächlich eine sehr erfolgreiche Panne gewesen, weil wir etwas Cooles dürfen erleben. Es ist intensiver, wie ich es mir vorgestellt habe, weil nichts geplant ist, weil alles ganz im Tag gelebt wird und immer vorzu wieder organisiert wird. Ich war noch nie in Loretz. Ich war auch noch nie in Loretz. Mich suchen Sie da nicht. Du bist im Fernsehen! Das halt Planlose, einfach in den Tag erleben und nicht wissen, wo man zu Abend ist. Und das habe ich sehr geil gefunden. Ihr seht, die Höbel stehen hier zusammenbauen. Ich rede vor allem von dem farbenfrohen Ding hier. Wir haben einen neuen Zylinder bekommen, affengeil. Und wir sind sozusagen ready. Der Nöldi ist jetzt noch am Täubeln wegen der Werkzeugtasche, die er für uns mitnehmen muss. Und dann geht es nachher los. Wir wissen natürlich noch nicht genau, wohin, welches Ziel. Ich habe vorgeschlagen 120 Kilometer. Die Devise ist aber eher 20, habe ich das Gefühl. Ich habe vorgeschlagen in die Berge, darum fahren wir wahrscheinlich am Strand entlang und schauen einfach mal, ob die Zylinder das überleben. Dann können wir nämlich das Kerzenbild rufen, etc. etc. Ihr kennt es ja alle. Also, wir schwingen uns jetzt gerade auf die Hobel, Rost jetzt noch volltankt und dann geht's los. Let's rouch! Voller Vorfreude auf das, was uns erwartet, haben wir natürlich nach etwa 50 Metern schon die erste Panne gehabt. So, als würde kein Sprit nachkommen. Romandel, was ein Chaos. Wir sind original 100 Meter entfernt von der Wohnung. Romandel, was ein Chaos. Hey, das ist immer mein Traum, an Ponybett 21 schrauben, das ist wirklich etwas Wunderschönes. Irgendwas ist am Vergaser, also mir ist jetzt der Vergaser überläuft wie Sau. Oh, da sieht man ja fast. Das sieht man jetzt dann da. Wir haben aber gemerkt, dass es nicht unbedingt am Benzinhahn gelegen ist, sondern dass die Schwimmkammer vom Vergaser undicht war. Wir haben das im Quickfix behoben und haben dann gedacht, ja geil, jetzt können wir weiterfahren. Also probieren wir zu starten. 8 Meter sogar zurückgefahren. Ja. Scheinbar scheint irgendwie was mit dem Kupplungshebel zu sein. Wir haben dann 25 Meter später die nächste Spanne gehabt, mit dem Puchmaxi von Marlon. Dort hat leider der Kupplungszug nicht mehr richtig funktioniert. Mit dem Mofa-Kult in die Ferien ist schön, haben sie gesagt. Wer hat das gesagt? Keine Ferien, ne? Das weißt du schon. Hey, absolut, aber es ist geil. Bildungsvorlage. Hey, das Problem ist, dass der Hebel, die Aufnahme, die Verzahnung ist durchgerutscht. Kaputt. Und jetzt probieren wir da. Da müssen wir irgendwie ein M4, M5 machen, das können wir mit der Schraube das Ganze befestigen. Gerade eben kam ein spanischer Nachbar zu uns, der war eben noch da. Adiós, una vez Alemania. ¿Entendés? Ah, ja. Aquí, okay. Jetzt haben wir schon das Gewinnen drin. Geil, Mann. Einfach mit einer Holzschraube, gell? Ich liebe Aluminium. Perfetto. Ich meine, weißt du, wir ziehen da. Ich hänge den nochmal aus, weil da, das ist der Scheisse, dann bringt es nicht mehr nie, oder? Bringt das Kraut. Sig, was denkst du? Läuft? Ah, sicher. Dank einem sehr netten Einheimischen, der uns Werkzeug und Maschinen ausgelehnt hat, hat der Sig da den Kupplungshebel können im Sand, im Wald reparieren. Man lässt sich halt sehr viel einfallen, oder? Wenn man nichts hat, dann lässt man sich etwas einfallen. Ja! Elias schraubt. Das ist
Frage ist immer, wieso dass der Elias schnauft. Das ist meine grosse Frage. Am Manuel hat es da die hinter gelb verzinkte Mutter abvibriert. Jetzt haben wir eine Stoppmutter gemacht. Dadurch, dass die weg war, hat es natürlich das Rad immer ein bisschen weiter vorziehen, schräg ziehen. Und darum hat er da jetzt auch seitlich einen Burnout gemacht. Ab beiden Seiten natürlich. Wenn es nicht mehr geht, dann hilf ich. Aber der ursprüngliche Plan war eigentlich ja nicht Lorraine de Mar, weil der Armin hat den Plan gehabt, dass wir doch Lorraine fahren. Und alle so, nein, sicher nicht Lorraine, wir wollen die Berge, Ja, wegen diesen Pannen sind wir leider nicht so weit gekommen. Natürlich sehr, sehr geil gewesen. Wer ist nicht vor 20 Jahren in Lorraine de Mar mit irgendwelchen Trinkbussen gar dort runtergefahren und einfach eine Woche Rambazamba. Und jetzt sind wir original mit dem Töffli genau dort angebrettert. Wie es so ist beim Mofa-Fahren und gerade in einer grossen Gruppe, ist es natürlich so, dass du sehr gut angenommen wirst. Auch in fremden Ländern ist es sehr schön zu sehen. Die ersten paar Mal, wenn du angekuppelt wirst, weisst du nicht so recht. Aber sobald die Leute vorbeifahren und so Daumen aufgeben, ist natürlich immer geil. In den Käfer, wo wir durchgefahren sind, die Leute haben uns gefeiert. Eine gute Erfahrung gemacht mit den Leuten. Und das zeigt einfach einmal mehr, wenn man offen ist und freundlich zu den Leuten, dann kommt oft auch etwas zurück. Also wir haben nicht eine schlechte Erfahrung gemacht mit den Leuten in Spanien. Auch wenn Spanien gar nicht so eine grosse Mofa-Community hat, sind wir überall freundlich empfangen worden. Alle haben Freude gehabt, alle haben gefragt, was das Cooles ist. Und es sind sehr, sehr viele Fotos von uns gemacht worden. Tag 2 beginnt. Gestern war es wirklich ein bisschen holprig. Wir hatten etliche Pannen gehabt, aber jetzt 28 Grad sollen heute Weiter. 28 Grad sind heute gemeldet. Wir hatten eine crazy Nacht. Wir durften alle Mofas in der Lobby parken. Jetzt geht's los Richtung Girona, französische Grenze. Gruppengröße bringt ganz andere Herausforderungen. Im Allgemeinen, vor allem Bedürfnisse der Leute. Planen wir überhaupt eine Strecke? Wie kommen wir von A nach B und wo schlafen wir? Alles Fragen, die wir uns dem vor Ort mal gestellt haben. Wobei ich mir es eigentlich noch fast schlimmer vorgestellt habe. Also alles wird jetzt zusammengepackt, aufs Mofa wieder geknallt. Es wird ein schöner Tag, wir können also leicht bekleidet fahren, so würde ich es gerne nennen. Und dann geht es endlich los, endlich Kilometer ballern. Und ich glaube, Pannen haben wir behoben. Die Mofas waren das Problem. Das Mofa. Die Mofas. Siempre vamos a romper. Dale, 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 dale con toda la que no Was ich cool fand, war natürlich die Gemeinschaft, auch das Auftreten gemeinsam. Fand ich eine sehr coole Sache, weil man ein bisschen auch als Gang da unterwegs ist und auch wahrgenommen wird als Truppe und sehr viele Daumen hoch bekommt auch auf der Straße, sehr viel Applaus. Also Elias hat sich ein bisschen um die Routenplanung gekümmert und das hat er ausgezeichnet gemacht. Also gerade die ersten Tage haben wir wunderschöne Ausfahrten gehabt. Wir sind am Meer gestartet und haben zuerst mal einen schönen Küstenabschnitt dürfen machen. Wir sind dann weiter ins Landesinnere, Richtung Pyrenäen, Richtung Berge, Richtung Alpenpässe. Richtung Pyrenäenpässe. Empfehlung für alle, nehmt euch aktiv Zeit, geht raus, geht in die Welt raus, steigt aufs Mofa und fahrt einfach drauf los. Nehmt euch die 2-3 Tage und erlebt etwas. Es macht mega Spass und es wird euch voranbringen. Das bleibt einem ewig lang in Erinnerung, so Scheissdreck. So sind wir gefahren. Jetzt haben wir gerade einen netten spanischen Mann gehabt, der mir jetzt ganz genau erklärt, wo wir durch müssen. Und wir sind falsch. Nein, Spaß. Alles richtig Berge. Fahren. Heute machen wir ein paar Kilometer, damit wir dann morgen spätestens schöne Bergstraße fahren können. Hier oben hat es noch Schnee, können wir Skifahren. Perfekt. Das geht's. Was? Sehr, sehr ein grosser Zug natürlich auch von der Firma.
dass man so etwas ermöglicht bekommt. Ich sehe ganz viel, man lebt ganz viel, man lernt ganz viele Leute kennen. Ja, es ist unbedingt machen, ausprobieren. Echt? Ja, ich bin über PET-Flaschen fast gefahren. 28 Grad. Wie viel Wetter haben wir? 28. Also, meine Freunde, was ist hier los? Die Abstimmungen stimmen nicht mehr, weil jetzt vielleicht der Benzinstand stimmt. Jedenfalls, ich komme nicht auf die Tour. Ich wäre auch froh, es wäre anders. Also beim Fahren muss ich sagen, ist es wirklich mit 10 Leuten schon schwieriger. Also vor allem auch, wenn es dann darum geht, dass man schrauben sollte, man muss anhalten, weil etwas nicht geht. Der Schwimmer, glaube ich, hat nicht mehr richtig funktioniert. Elias, wir haben ein neues Problemkind! Jawohl, wir haben einen Gegenverkehrer. Haben wir! Was ist passiert, Florian? Ich glaube, da stimmt was vorne hinten jetzt nicht mehr. Beim ersten Mal haben wir es noch einigermaßen flicken. Beim zweiten Mal haben wir dann müssen einen zweiten oder beziehungsweise einen Ersatzvergaser nutzen, damit wir weitergekommen sind. So clever wie der Flo ist, hat er natürlich einen zweiten Vergaser eingepackt. Das haben wir sehr geschätzt und super Flo, dass du das gedankt hast. Ja, der klingelt jetzt. Der klingelt jetzt. Das ist irgendetwas anderes, ist auch noch nicht gut. Ja, Werkzeug raus, ran an die Murmeln! Ist die Lage. Also, Lage war folgende, mein Freund. Soll ich alles noch mal kurz vorm erklären? Schnell, Der Vergaser hatte Probleme. Wir haben den Vergaser repariert, da hat die Abstimmung nicht mehr gepasst. Mein Motor ist heiß gelaufen, aber ich habe es klingeln gehört. Jetzt haben wir den Vergaser passend abgestimmt und fahre weiter. Aber ihr hört sich jetzt ganz gesund an. Das haben den Schuss extra Öhren gemacht und mir hoffe es Beste. Okay. Männer, ist alle tanken, oder was? Also je nachdem hat dann mal ein Mofa ein bisschen sehr viel Benzin verbraucht. Wo andere, wo es dann ums Tanken gegangen ist, nur so einen halben Liter können tanken. Was die Planung ein bisschen schwierig gemacht hat. Sprich, wir sind eigentlich mehr von Tankstelle zu Tankstelle gefahren. Danke, jemand muss pipi. Man muss halt immer ein bisschen aufeinander Rücksicht nehmen. Man muss auch, wenn man gerade zuvorderst, sage ich jetzt, Leader ist und auf Vorfahrt sehr viel hinterher schauen, gut schauen, wieder warten. Also ich finde es vor allem ganz, ganz cool, weil man ganz viele Mitarbeiter, die man nicht so viel sieht, sonst viel besser kennenlernt. Dass man die Möglichkeit überkommt, um das zu erleben, wenn man das vielleicht sonst privat nicht so könnte machen oder würde machen. Das Format finde ich gigantisch. Wenn ich mitfahren darf, bin ich gerne wieder dabei. Da lernt man unheimlich viel. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, ziehen so etwas mal durch, geht in ein anderes Land und fahren einfach mal. Auf die Glocke kommen wir an, wir haben es geschafft. Wir sind unsere 77 Kilometer, die wahrscheinlich über 80 sind, weil wir immer hin und her müssen. Wir sind in Blimblam angekommen. Und da ist es wunderschön, weil das ganze Kaff ist auf einer Klippe aufbauen. Man sieht das wahrscheinlich erst morgen, weil wir dann werden weiterfahren in die Berge rauf und das ganze Kaff von unten sehen. Aber wir haben es geschafft, wir hatten ein paar Pannen, aber nichts Schlimmes heute. Also wirklich ein paar Vergaser abstimmen, mal eine Überzündung brünzeln, dass es ein bisschen kühl wird. Und alles in allem, ich glaube, wir haben es gut gehabt, oder? Was meinen ihr? Genau, ich wollte sagen, wir haben es zum Hotel geschafft. Viele von uns müssen jetzt wieder ein bisschen runterdüsen, weil wir haben aus Angst schon sehr, sehr grosse Düsen drin und jetzt ein bisschen Fett fahren. Darum können wir jetzt wieder ein bisschen umdüsen. Wir sind aber früh genug dran, haben gerade gut gegessen, düsen suchen unser Hotel und geniessen es noch.
grazie und arrivederci. Ah, fuck, nein, adios. Garcias und adios. Michos. Muchos gracias.